1957. Hier beginnt die Geschichte von Merkur, als Gründer Paul Gauselmann nebenberuflich Musikboxen aufstellte und in Espelkamp in Ostwestfalen sein erstes Business gründete. Ohne großes Eigenkapital und mit ordentlich Risiko. Gemeinsam mit seinen Brüdern Willi und Eugen trieb er das Geschäft voran. Ein paar Jahre später, 1964, da hatte er übrigens schon 15 Mitarbeiter, wagte er den ersten Schritt in die volle Selbstständigkeit und gab seinen festen Job in einem anderen Unternehmen auf. Auf dem Weg schaffte er 1976 einen besonderen Meilenstein, als Merkur den Merkur B auf den Markt brachte. Im selben Jahr wurde übrigens auch das berühmte Logo geboren, die lachende Merkursonne. Eine kleine Anekdote dazu. Paul Gauselmann hat seinen ersten eigenen Automaten nur entwickelt, weil er sich mit einem anderen Anbieter gestritten hat und nicht mehr beliefert wurde. Tja, und der Rest ist Geschichte. Das ganze Unternehmen entwickelte sich weiter und bereits 2 Jahre zuvor, im Jahre 1974, erfand Paul Gauselmann die Merkur-Spielothek. Dort erwartete die Besucherinnen und Besucher ein einzigartiger Mix aus Automaten, Spielen, Ambiente und Service. Und das Erfolgsrezept, dass sich die Gäste wie in einem guten Hotel wohlfühlen sollten, hält bis heute. Der Begriff Spielothek hat sich eingebürgert und wird bis heute sehr häufig genutzt. In den 90er Jahren etablierte sich Merkur dann auch international. In den USA und weiteren Ländern wurden große Erfolge gefeiert. Ein wichtiger Bestandteil war da Pauls Sohn Michael Gauselmann, der heute im Aufsichtsrat der Merkur Group vorsitzt und die Familiengeschichte somit weiterschreibt. Mit Tochterunternehmen sind sie in den internationalen Casino- und Online-Gaming-Märkten auch heute noch sehr erfolgreich. Neben denen in Deutschland wurden auch Spielbanken in Großbritannien übernommen und auch Casinos auf hoher See gehören zum Repertoire. In den 2000ern angekommen, wurde 2005 mit Zukäufen ein wichtiger Grundstein für das Online-Gaming, zu dem zum Beispiel auch die Sportwette zählt, gelegt. Inzwischen ein zentraler Bestandteil des Unternehmens. Tja, vom kleinen Nebenjob mit Musikboxen zu einem internationalen Konzern mit 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist die Geschichte von Merkur. Merkur. Enjoy the game.